Schrille Outfits, pinkfarbene Haare und ein hyperaktives Selbstbewusstsein. Wenn jemand die beginnende Ära von MTV und die 80er Jahre verkörpert, dann ist es Cyndi Lauper. Mit überschwänglichem Selbstvertrauen und einer rüpeligen Punk-Attitüde wirbelte sie damals die Musikwelt auf. Heute schauen wir uns an, womit alles begann. Ihr bahnbrechendes Debütalbum She's So Unusual aus dem Jahr 1983. Ein Album, das die Popgeschichte für immer verändern sollte. Genau, dieser Welthit. Aber wusstet ihr, dass Girls Just Want to Have Fun ursprünglich aus der Perspektive eines Mannes geschrieben wurde? Der Musiker Robert Hazard verfasste den Text ursprünglich als eine Art Rechtfertigung für Gelegenheitssex. Cyndi weigerte sich strikt, das so zu singen. Sie schnappte sich den Song, schrieb ihn um und machte daraus die ultimative Hymne für junge Frauen. Dabei wollte sie übrigens, dass ihre Stimme wie eine Trompete klingt, als würde sie ihre Botschaft direkt in die Welt hinausrufen. Sie probierte das in so vielen Tonarten aus, dass ihre Band irgendwann völlig genervt war, bis man sich schließlich auf Fis-Dur einigte. Das legendäre Musikvideo kostete übrigens gerade einmal $35.000. Cyndi besetzte ihre eigene Mutter für die Mutterrolle und vor allem bestand sie auf einen multiethnischen Cast, weil sie es satt hatte, in Musikvideos immer nur dieselben Menschen zu sehen. Kleine Mädchen jeder Herkunft sollten sich darin wiederfinden können. Dieser riesige Erfolg kam praktisch aus dem Nichts. Nach dem Ende ihrer vorherigen Band Blue Angel musste Cyndi sogar Privatinsolvenz anmelden. Für das berühmte Albumcover von She's So Unusual, fotografiert von Annie Leibovitz am Coney Island, trug sie übrigens ein rotes Vintage-Abschlusskleid aus genau der Boutique, in der sie früher selbst gearbeitet hat. Neben den wilden Partyhits zeigte Lauper auf diesem Album mit Time After Time auch ihre verletzliche Seite. Aber sie blieb immer etwas rebellisch. Ihr Song She Bop landete 1985 wegen seiner frechen und anzüglichen Themen prompt auf der berüchtigten Zensurliste Filthy 15. Und genau das machte sie als Künstlerin eigentlich nur noch interessanter. Dazu habe ich übrigens ein anderes Video gemacht, Verbote und so, ne? Ich verlinke das mal hier. Ein kurzer Nebenschauplatz, der zeigt, wie riesig Cyndi Lauper damals schon war. Die Aufnahmen von We Are the World im Jahr 1985. Mitten in der Nacht versammelten sich nach den American Music Awards rund 50 der größten Musikstars der USA in einem Studio in Los Angeles. Cyndi Lauper war dabei, Madonna allerdings nicht. Lionel Richie erklärte später, dass man für die wenigen freien Solozeilen unbedingt Stimmen brauchte, die man sofort erkennt. Und genau diese einzigartige Stimme hatte für ihn eben Cyndi. Bei den Aufnahmen gab es allerdings ein ziemlich lustiges Problem. Cyndi trug so viele Halsketten an dem Abend, dass es ständig auf dem Mikrofon klapperte und die Tonaufnahmen störte. Und sie war damit in bester Gesellschaft. Huey Lewis musste damals spontan für Prince einspringen, weil Prince einfach nicht auftauchte. Zurück zum Album. Ein weiteres Highlight, das auf keinem 80er Mixtape fehlen darf, ist All Through the Night. Mit diesem Song zeigte Cyndi Lauper noch einmal diesen Freiheitsgeist, diese Energie und gleichzeitig diese emotionale Seite, die sie in die Popkultur gebracht hat. Ihre Musik ist bis heute zeitlos und auch ihre Haltung lebt sie weiter. Mit ihrer Organisation True Colors United setzt sie sich bis heute für LGBTQ+ Jugendliche ein. Cyndi Lauper ist der beste Beweis dafür, dass die Welt manchmal genau das braucht. Menschen, die einfach ein bisschen unusual sind. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Abo da und schreibt mir in die Kommentare, welcher Song von She's So Unusual ist euer Favorit. Bis zum nächsten Mal.